Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. It's Roadtrip Time, denn ich habe 2 richtig anstrengende Wochen hinter mir und muss unbedingt raus in die Berge. Und das Beste daran, meine Frau Bleifuß Lilly, die ist mit Freundinnen in Paris übers Wochenende. So kann ich einfach raus in die Natur. Und darum machen wir jetzt auch Camping 2.0. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, da oben gibt es einen Link, da unten gibt es einen Link. Aber schaut euch erstmal Camping 2.0 an, bevor ihr zu diesem Video wechselt. Und ja, in diesem Video wird es auch ein paar Ankündigungen von Veränderungen geben. Auf geht's! Wer das erste Camping-Video gesehen hat, der weiß, dass ich dort auf einem Space for Dreams Spacebed übernachtet habe. Das ist ziemlich komfortabel und passt perfekt hinten in den Enyaq hinein. Aber das Produkt hat 2 eklatante Nachteile. Der erste, das ist der Preis. Der Preis ist nämlich schon ziemlich happig für das Gebotene, vielleicht sogar etwas zu hoch. Doch der zweite Nachteil, der ist noch viel schlimmer. Und das ist einfach der Platzbedarf dieses Spacebeds. Ich habe das Spacebed jetzt hinten im Kofferraum verstaut, Rücksitzbank ist nicht umgeklappt und wenn ihr euch das anguckt, gemessen an den 585 Litern, die dieser Kofferraum hat, bleibt da nicht viel übrig. Das steht komplett hinten dran und nimmt euch etwas mehr als die Hälfte des Stauraums weg. Wenn ihr das Spacebed mitnehmt, dann ist da nicht Schmalhans Küchenmeister, aber sicher Gepäck- und Lademeister. Und aus dem Grund, gepaart mit dem Preis, habe ich mir überlegt, es gibt doch bestimmt Alternativen. Und die vertesten wir natürlich auch im Camping 2.0. Und meine Hauptforderung war, die Alternativen, die sollen hier unten drunter in die Öffnung passen, weil dann aus dem Auge, aus dem Sinn und ich könnte sie immer dabei haben. Das hier wäre meine erste Alternative, die mir eingefallen ist. Und man beachte, wie wenig Platz das im Kofferraum braucht. Das ist mein Biwak-Equipment, wenn ich im Sommer in die Berge gehe. Hier ist meine Sea2 Summit Ultralight Matratze und daneben ein Sommerschlafsack und mein 3 Jahreszeiten heißgeliebter Millet Alpine Schlafsack. Der Komfortlevel sinkt da natürlich markant, weil das Ganze ist auf wenig Gewicht und wenig Packmaß ausgelegt, wenn ich in die Berge gehe, würde aber funktionieren und erfüllt ganz sicher die Anforderungen, dort unten in das Fach zu passen. Natürlich würde ich nur einen der beiden Schlafsäcke mitnehmen, aber es passt natürlich perfekt hier unten in dieses Staufach rein. Ja, es braucht eigentlich nur die Hälfte von dem Staufach und ich könnte noch viel, viel weiteres zuladen. Ob mir das allerdings beim Schlafen im Auto den Mangel an Schlafkomfort wert ist, sei mal dahingestellt. Ich denke eher nicht. Darum habe ich mir noch etwas anderes überlegt. Hier nun die weiteren Alternativen. Und alle Produkte, mit abseits der schon bekannten Sea2 Summit Matratze, habe ich zu sehr günstigen Preisen bei Amazon gekauft. Ob die jetzt qualitativ taugen, das muss ich noch rausfinden. Aber vom Staumaß her sieht das schon mal gut aus. Zum Vergleich habe ich hier mal noch die Sea2 Summit hingelegt. Wäre das eine Alternative? Das ist eigentlich ein Luftmaträtzchen, das auch nur für eine Person dient, aber ist natürlich auch ultra kompakt. Dazu noch ein bequemes kleines Kissen, damit man mit dem Kopf etwas höher liegt. Und man hätte das Wesentliche schon parat. Lichtverhältnisse sind gerade ein bisschen schwierig mit der starken Sonne. Wenn man zu zweit drin schlafen möchte oder eine vollwertige Matratze über die ganze Fläche haben möchte, dann ist das Produkt hier vielleicht die richtige Wahl. Das ist auch eine Luftmatratze, extra fürs Auto. Und da ist sogar hier die Luftpumpe mit dabei. Ein Höllengerät, unglaublich laut, aber erfüllt seinen Zweck. Und weil so ein Mumienschlafsack auf Dauer auch unbequem ist, habe ich mir hier noch einen größeren, bequemeren Schlafsack bestellt, den man vor allem komplett zur Decke ausfalten kann. Dann wäre der auch für 2 Personen nutzbar. Und dieses kleine Gimmick hier unten, nun, das sind Vorhänge für den Enyaq, damit ich die Scheiben verdunkeln kann, weil auch wenn ich hinten diese Sonnenschutzrollos habe, wenn ihr Pech habt und eine richtig schöne Vollmondnacht, dann wird es gar nicht richtig dunkel. Deswegen möchte ich die hier auch noch testen.
Und hier könnt ihr sehen, mit ein bisschen Quetschen passen sogar diese Sachen hinein. Wichtig, die Luftmatratze und der Schlafsack, die habe ich jetzt nicht sonderlich ordentlich zusammengelegt, deswegen brauchen sie gerade etwas mehr Platz. Aber wenn man sich da mehr Sorgfalt geben würde oder wie ich einfach quetscht, bringt man selbst all das noch da unten unter. Ja, ihr seht, das geht jetzt nicht ganz zu, aber wenn hier Gewicht drauf ist, ist das überhaupt kein Problem. Und zur Not stört eigentlich nur dieser große Schlafsack. Wenn ich den rausnehme, gäbe es da auch noch mal mehr Platz. Und das alleine geht natürlich bündig zu. Und genau dieses Produkt testen wir auf diesem Roadtrip. Jetzt haben wir aber bei weitem genug geredet und fahren los ab in die Berge. Und mit einem Fingerschnipp sind wir in den Bergen angekommen, an meinem heutigen Nachtplatz. Mitten auf dem Land im Prätigau. Um mich herum sind nur Tiere. Da haben wir Mutterkühe, Kälber. Wir hören hinten die Zicklein schreien. Und natürlich haben wir jetzt im Winter hier keine Blütenpracht und kein Blätter mehr. Nebenan rauscht aber immerhin ein Bach. Und mein Stellplatz, der ist wirklich richtig schick. Dort unten wohnt die Bauernfamilie, die diesen Stellplatz via Nomady oder eben auch auf E-Mail-Anfrage vermietet. Ihr kommt hier über eine sehr steile Straße hin und dann habt ihr hier einen ziemlich planen Stellplatz. Da passen auch Campervans oder vielleicht sogar ein halbwegs kleines Wohnmobil drauf. Ihr habt eine Feuerschale, die auch zum Grillieren benutzen werden kann. Ihr habt natürlich einen Tisch mit einer Kerze, mit Sitzgelegenheiten. Da ist das notwendige Feuerholz und natürlich hat man euch auch Strom hingelegt, wobei er bringt seinen Strom ja bekanntlich mit. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie schön das es hier sein wird, wenn all diese Bäume demnächst anfangen auszuschlagen und wieder zu blühen. Und wenn ihr euch dann so hinstellt wie ich, dann habt ihr nachts nach hinten raus diesen Blick über das Dorf bis hin in die Bergwelt. Und damit ist der Enyaq wieder mal vorbereitet. Das letzte bisschen, das uns fehlt, ist, den Ladeboden nach oben zu setzen. Moment, ich hole euch gerade mal dazu. Denn hier ist es natürlich spannend, werden hier unten diese Plastikeinschübe halten. Denn wenn ich den jetzt nach oben mache, liegt ja nachher mein ganzes Gewicht da drauf. Ich vermute, es ist stabil genug, aber was bei 2 Personen passieren wird, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre es klug, sich Keile zu bauen. Unabhängig davon, jetzt ist das Auto wirklich vorbereitet für diese Form der Matratze. Was ist in diesem Paket bei Amazon für nicht mal 60 Franken drin? Diese sehr günstige Luftpumpe hier mit einem 12-Volt-Anschluss und vor allem das Wichtigste, die Matratze hier. Jetzt haben wir hier diese Matratze. Ja, es ist eigentlich eine ganz normale Luftmatratze mit 3 Kammern und die pumpen wir jetzt mal aus und dann gucken wir mal, wie die so im Enyaq zum Liegen kommt. Natürlich möchte ich euch dieses Höllengerät von Luftpumpe nicht vorenthalten. Wir klemmen es jetzt einfach mal hinten an der 12-Volt-Dose an und pumpen damit die Matratze auf. Und ich fange einfach mal oben an und pumpe als erstes das Kopfteil auf. Ihr werdet erstaunt sein, wie laut so ein kleines Höllending sein kann. Aber hey, was soll's. Achtung, geht los, nicht erschrecken. Wahrscheinlich muss ich das nachher runterregulieren. Aber unabhängig davon hat so das Geräusch von einem Haushaltsstaubsauger, seht ihr, geht das ziemlich schnell und bringt das auch auf ordentlich Druck. Das war's schon. Die
Schlafmatratze für den Enyaq ist aufgepumpt. Wichtig, sie ist nicht speziell für den Enyaq. Sie ist für viele Autos. Sie wird auch nicht perfekt passen, aber hier habt ihr sie. Und jetzt legen wir sie einfach mal in den Enyaq hinein und schauen, ob das ein bequemes Bett gibt. Das Ganze ist ein bisschen fummelig. Eben, sie ist nicht so passgenau wie ein Spacebed, aber da sie nur mit Luft gefüllt ist, kann man sie schön quetschen. Und da ist sie auch schon drin, bündig hinten angelegt. Könnten Sie sogar noch ein Stück nach hinten ziehen, was aber gar nicht nötig ist. Und damit habt ihr euer Bett für die Nacht schon vorbereitet. Schauen wir es uns aus der Nähe an. Dann seht ihr hier hinten diese Seitenflügel. Die stehen leicht am Rand hoch, ist aber nichts Schlimmes, finde ich sogar ganz cool, weil damit stoßt ihr dann nachts beim Schlafen nicht direkt an das Zeug, was ihr hier vielleicht noch an der Seite drin habt. Ja, natürlich habt ihr dann hier diesen Ritz, aber das hatte ja das Spacebed auch. Und gucken wir noch vorne in den vorderen Bereich, dann seht ihr hier auch nochmal einen Ritz und das Kopfteil. Und wenn wir mal nach unten gucken, dann liegt das Kopfteil gar nicht weit nach hinten über. Ergo, ihr werdet auch nicht nach hinten absacken. Ja, auf geht's. Machen wir die Gardine hier am Fenster fest. Das muss einfach sein am Rand. Es ist ja ein Roadtrip. Ich sollte die umbenennen. Das sind ja keine Roadtrips. Ihr guckt mir ja nicht beim Fahren zu. Das sind ja eigentlich Alpentrips. Das Schöne an so einem Alpentrip ist, man findet an den Stellplätzen praktische Sachen. Wie zum Beispiel hier diesen Holzklotz, auf dem man nachher fürs Feuerholz die Scheite klein macht. Der gibt ein ideales Kamerastativ ab. Und ja. Also, Magnet hier drin, einfach, ihr hört es schon, dran klippen. Hier ist überall alles magnetisch. Das gleiche machen wir auch noch mal hier und fertig. Ja, damit wäre der Vorhang schon montiert. Und wenn wir jetzt die Tür mal zumachen, vielleicht noch ein bisschen korrigieren, dann können wir ja mal als erstes außen schauen. Und abgesehen davon, dass die Scheiben ja eh schon super dunkel sind, ist es jetzt richtig dunkel. Reingucken geht nicht mehr. Und drinnen, ja, würde ich auch mal behaupten, sind die recht blickdicht. Nicht ganz, aber ziemlich. Das könnte funktionieren. Jetzt sind in so einer Packung allerdings 2 Stück drin und der gute Speicher hat natürlich gedacht, es wären 4. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Somit kann ich jetzt natürlich nur noch diese Seite dunkel machen und nach vorne nicht abdunkeln. Aber hey, vielleicht gibt es ja noch eine Lösung, wie man hier diesen Raum abtrennen kann. Dann hätten wir da hinten echt ein schönes dunkles Kabuff. Wobei, klar, an den kleinen Seitenscheiben ist ja jetzt auch nichts davor. Und ja, was soll ich sagen? Es ist wahrscheinlich eher Spielerei und unnütz. Ja. Fehlt ja eigentlich nur noch die Decke, in dem Fall dieser dicke Schlafsack und der ist groß. Ja, da kann man drin liegen. Das ist kein Mumien-Schlafsack, der einen schön einengt. Und das Beste, keine Ahnung wie angenehm das nachher ist, innen drin hat er Flanell. Oder Pseudo-Flanell. Auf jeden Fall weich und kuschelig und nicht diese Kunstfaser, die man sonst in den Schlafsäcken findet. Und eben, ihr könnt ihn komplett aufmachen, dann wird er zur Decke. Das machen wir jetzt auch mal. Und jetzt haben wir eine Decke aus einem Schlafsack gemacht. Und damit, ja, ich kletter da mal rein. Ihr seht derweil meinen Hintern. Würde ich behaupten, wenn man sich das jetzt ein bisschen schöner macht, so, heißt das ein ganz gemütlicher Platz für die Nacht bei viel weniger Stauvolumen als beim Spacebed, wo ihr ja auch noch eine Decke braucht. Ja, wer hier abends noch ein schönes Feuer haben möchte, der greift selbst zur Axt. Das Holz ist zwar da, aber wenn ihr da ein Feuer machen wollt, braucht ihr natürlich ein paar kleine Scheite, mit denen ihr es überhaupt initial anfachen könnt. Es ist schön trocken und ich mache mir jetzt schon mal alles parat, damit ich mir nämlich nachher bei einem schönen kühlen Bier und noch Cervela es so richtig gut gehen lassen kann.
Die Feuerschale ist entzündet, gleich gibt es meine Würstchen. Und wenn ihr euch immer schon gefragt habt, wo diese ganzen Aussteiger, Digital Nomads, sonst wie Videos und Bilder entstehen, genau so entstehen die. Da steht natürlich das MacBook, da liegt drapiert das Essen, das Craftbier, da brennt das Feuer und hinter dir, da sind die Berge und die wilde Natur. Genauso wie wir es von all diesen bescheuerten Bildern kennen. Ich liefere jetzt hier meine Interpretation. Damit dürfte das Klischee mehr oder weniger erfüllt sein. Ja, das Feuer steht jetzt neben der Kamera und ist nicht mit drauf. Da unten hören wir eine quietschende Schubkarre bei einem Bauern. Und ich sitze hier draußen vor meinem MacBook und habe hier noch diverse Sachen, die ich mit euch besprechen möchte. Doch vorher habe ich mir das hier verdient. Gibt es, glaube ich, nur in der Schweiz, gibt es wahrscheinlich nicht in Deutschland. Ich mag das Doppelloy India Pale Ale. Nein, es ist nicht gesponsert, ich mag das wirklich. Kommt aus Winterthur. Prost! So, jetzt, worüber geht's? Es geht um die Veränderung, von der ich sprach. Denn auf dem Kanal ging es ja die letzten 3 Monate fast ausschließlich um den Enyaq. Und so langsam ist der Enyaq abgedreht. Na klar, ein paar Themen habe ich noch. Mehr sogar, als ihr wahrscheinlich denkt, weil die Frage kam ja auch schon, was nimmst du denn noch an Themen her? Aber auf der anderen Seite, ich habe keinen Zugriff auf den Skoda Enyaq Coupé und ich habe auch keinen Zugriff auf den Skoda Enyaq mit dem Softwarepaket 3.0, also einem der neu gebauten. Und ja, bis wir unsere Software bekommen und ich wieder ausführlich testen kann, da geht noch ein Sommer ins Land und wahrscheinlich auch ein Herbst. Demnach werde ich mich thematisch breiter aufstellen. Ich verlasse natürlich nicht die Elektromobilität, das ist klar. Aber jetzt stand auch sehr oft unter Videos von mir drunter, dass ich extrem gut erklären kann, dass ich schwierige Sachverhalte einfach darstellen kann. Und hey, das bietet sich doch für die Elektromobilität an. Wir werden also über Themen hier auch in Zukunft sprechen, wie sie in der Anfangszeit des Kanals aufgekommen sind. Das Laden, gibt es genug Strom, wie schaffen wir die Energiewende, was ist eine Batterie, wie funktioniert eine elektrische Maschine und wo kommt der Strom überhaupt her. Das sind spannende Themen, die haben auch direkt mit unserer Elektromobilität und dem Wandel dahin zu tun und ich glaube, vielen von euch wird es gefallen. Dem einen oder anderen sicher nicht, der möchte einfach Enyaq sehen. Deswegen wird es auch immer Enyaq-Videos geben. Eines ist an der Stelle allerdings auch noch wichtig. Manche dieser Videos werde ich nicht allein machen können. Da brauche ich einfach Partner und Unterstützer und das werden Firmen sein. Und ich habe da auch die ein oder anderen Kontakte schon knüpfen können. Beispielsweise, wenn wir mal ein Wasserkraftwerk gemeinsam besuchen wollen. Ja, ich habe halt keins hinten im Garten. Ich habe ja nicht mal einen Garten. Von daher, wenn wir 10 Wallboxen testen wollen oder mal durch die ganze Sammelsurium-Reihe von Ladekabeln gehen, das kann ich nicht alles kaufen. Da brauche ich Leute, die mich unterstützen, die mir das zur Verfügung stellen. Das hier wird garantiert kein Elektromobilitätszubehör-Drückerkolonnen-TV. Das bin ich nicht. So gut solltet ihr mich mittlerweile kennen. Das passiert nicht. Schaut euch einfach die nächsten Videos an und entscheidet dann, ob ihr bleibt oder ob ihr geht. Veränderung, ich habe schon viel gesagt. Eine Sache noch, ich filme hier gerade mit einer anderen Kamera, einer Fuji XS10. Normalerweise habe ich die nur für Fotografie genutzt, aber nachdem ich meine Pocket, also DJI Pocket Osmo Pocket 2, wie auch immer das Ding heißt, jetzt so oft im Stich gelassen hat bei der Audiogeschichte mit dem Knacken und ich habe das nicht weggenommen, es liegt nicht an den Rode-Mikrofonen, habe ich mich entschieden, ich gebe der Fuji einfach mal die Chance, künftig die Aufnahmen zu machen. Das ist natürlich ein ganz anderes Aufnehmen und ein ganz anderes Filmen, als ich das bisher von dieser kleinen handlichen Osmo kannte. Seht mir das nach, wenn manchmal jetzt Dinge unscharf sind und das Ganze noch nicht perfekt funktioniert. Ich muss mich da erst reinfuchsen, aber ich glaube, in Summe bekomme ich damit bessere Videoqualität und auch bessere Audioqualität. Und das ist sicher auch in eurem Interesse. Die Vorhänge hier machen ihren Job super. Sie dimmen das Licht von außen perfekt weg und von innen sehen sie auch bei weitem nicht so schlimm aus wie zunächst angenommen.
Die Luftmatratze hat hier im Kopfteil als auch im Mittelteil die Luft wirklich gut gehalten. Hier im unteren Teil bin ich mir nicht sicher, ob ich einfach zu wenig reingepumpt habe oder ob sie leicht Luft verliert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit dem Hintern ziemlich genau hier auf diesem Spalt zwischen den beiden Teilen liege. Der Schlafsack, den ich mir hier gegönnt habe, A, ist er schön luftig und bietet viel Platz. Ich habe ihn zugemacht, ich bin ja allein im Auto. Und B, ist dieses Flanell hier innen drin wirklich total angenehm, um darin zu schlafen. Bei einem guten Morgenkaffee mal das Fazit der Nacht. Es ist durchmischt. Es hatte nicht den gleichen Komfort wie mit dem Spacebed und das lag daran, dass es von unten kalt wurde. Die Luftmatratze, so gut sie auch ist und unten mit dieser Silberbeschichtung auch wahrscheinlich gegen Kälte schützen soll, tut das leider nicht und es wurde in der Nacht dann recht unangenehm. Der Schlafsack, so dünn wie der ist, kann natürlich auch fast gar nicht von unten helfen. Die meisten Schlafsäcke tun das nicht. Wir liegen ja quasi auf der Isolationsschicht. Da haben wir ja Isomatten. Und da musste ich dann die Heizung aufdrehen. Und das ging natürlich ein bisschen auf den Stromverbrauch. Das ist schade. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung für mich, was wir da machen können, damit diese Matratze besser isoliert ist gegen den Boden und die noch klein vom Packmaß ist. Ansonsten, sie hat die Luft gehalten, der Komfort war vom Liegen her völlig in Ordnung. Aber ich musste halt viel auf der Seite liegen, damit mir nicht zu kalt von unten wurde. Und als Rückenschläfer ist das unangenehm. In Summe war es wieder eine wunderschöne Nacht. Ich konnte durchs Panoramadach jede Menge Sterne sehen. Und hier ist es, abgesehen natürlich von Tieren, nachts absolut ruhig. Und jetzt trinke ich meinen Kaffee auf. Und dann geht es noch auf eine richtig schöne Wanderung, weil die Sonne ist schon wieder da, die Vögel zwitschern und ja, Akkuladen Teil 2. Kraftorte. Einer der Gründe, warum ich in die Natur gehe. Und wie so ein Schnelllader für unseren Enyaq, so ist so ein Ort wie hier mit einem Wasserfall für mich eine Station, um aufzuladen. Ich bin kein Esoteriker oder so, aber wenn ich in die Natur gehe und solche Orte wie die hier finde, dann spüre ich irgendwie, wie Kraft in mich zurückkehrt. Vor allem, wenn ich harte Zeiten hatte und stressige Zeiten. Und ich werde jetzt noch einen Augenblick hier an diesem Ort verweilen, diesem Rauschen lauschen und einfach die Energie in mich aufsaugen. Auch wieder so ein Kraftort für mich, ein Fluss mit frischem Alpenwasser. Hier ist sicherlich auch das Wasser von unserem Wasserfall drin. Das ist hier einfach Energie pur für mich, die direkt in mich strömt und soll auch das Ende des heutigen Alpentrips sein. Camping 2.0 ist ein bisschen ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat nicht gut funktioniert. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Software-Update 3.0 nicht so wird wie mein Camping 2.0, weil dann eher blöd für uns. Auf der anderen Seite wieder viel dazugelernt und vor allem das neue Filmequipment ausprobiert. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn in diesem Video eben nicht alles perfekt ist. Manchmal wird vielleicht etwas unscharf sein oder andere lustige Stolpersteine haben, zu wackelig oder was weiß ich. Ich brauche einfach ein bisschen Übung. Auf der anderen Seite waren wir wieder draußen in der Natur. Wir haben die Schönheit der Schweiz gesehen. Eben, ich liebe Wasser. Das ist für mich
unglaubliche Energie. Und es gibt sicher noch ein Camping 3.0, weil ich bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Lösung. Und wenn dir auch dieses Video gefallen hat, so wie meine anderen, dann lass mir doch bitte ein Abo da. Denn das hilft mir am meisten und ist ein wunderschönes Zeichen von Wertschätzung. Natürlich, falls du kommentieren möchtest, darüber freue ich mich glatt noch mehr. Und ein Daumen nach oben ist auch immer gut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin schon energiegeladen und bei dir hoffe ich einfach, dass du energiegeladen bleibst. Und weil das nicht das richtige Ende des Videos ist, hier nochmal die klassischen Worte: Bleib energiegeladen.